ist er wieder, der Frank Betterle, nach seinem Sturz. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Auto hat was dagegen gehabt, dass ich geradeaus weiterfahre. Er meinte mir, den Weg kreuzen zu müssen. Ich kreuze jetzt mal hier die Bahnlinie, gerade ist die Bahn ja vorbei. Sollte nicht gleich wieder eine kommen. Ja, und dann bin ich mal schön in seine Beifahrertür rein. Und hat es Krach gemacht und war erst einmal schachmatt. Aber zum Glück nichts gebrochen. Aber ja, dickes Knie und Tapete ab. Die Finger haben geschmerzt, die waren abgeschwollen, taub. Ich blende mal ein paar Bilder ein. Und ja, mittlerweile geht es aber wieder. Die Beine rollen. Es ist jetzt schon wieder, ich glaube, die 3. oder 4. Fahrt. War so ja, knapp 2 Wochen außer Gefecht. Wobei in der 2. Woche bin ich einmal gefahren. Und ja, heute geht es wieder Richtung, wo geht es denn heute hin? Ach ja, wir fahren mal wieder zum Schloss oder zu einer Burg, zur Burg Fürnsberg. Ich bin gerade hier im Zenntal, fahre hier nahe der Zenn entlang und ja, die schauen wir uns heute an. Viel Spaß dabei! Blessuren sieht man noch, aber ist schon wieder gut verheilt. Schmerzen habe ich eigentlich auch keine mehr, nur wenn ich irgendwie mit den Fingern dagegen drücke, von der Seite her gehe das Knie, da spüre ich dann noch ein bisschen was, aber ansonsten läuft der Motor wieder. Frank Betterle hat im Nehmen, Unkraut vergeht nicht. Grad am Muttertag, 9. Mai 2021. Wer hätte das gedacht? 25 waren vorher gesagt. Ja, aber dafür wird es dann nächste Woche wieder schön kalt. So wie sich das gehört, 15, 16 Grad. Und dann sind wir wieder alle zufrieden, weil wir haben ja erst Mai. Ja? Ein bisschen windig ist es heute auch. Gestern war ich mit einer anderen unterwegs, da war es auch ziemlich windig, unangenehm, aber da hat es auch bloß 15 Grad gehabt. Heute hat es wenigstens das Doppelte. Schön kurz, warme Luft auf der Haut, das passt. Hoffe ich mal, dass ich auf dem Rückweg dann Rückenwind habe. Da geht es dann über die Hochstraße zurück und bläst es mich dann hoffentlich ein. Also da hinten haben wir das Schloss Fürnsberg oder Burg Fürnsberg. Bin mir noch nicht sicher, was es ist. Auf jeden Fall ist das Objekt der Begierde. Oben auf dem Kamm der Hochstraße. Das ist so eine Straße auf 500 Meter circa. Die geht bis Oberdachstetten, so ganz grob Rothenburg ob der Tauber und kommt von Großhabersdorf. Für die Insider hier, für die Locals, die sich ja auskennen. Aber die wissen das sowieso. Ja, da geht es jetzt hoch. Das ist der einzige längere Anstieg. Ich schaue mir jetzt dann die Burg noch an, zeige euch die und dann hoffe ich einmal, dass der Westwind mich nach Hause segeln lässt. Down
Da ich heute gemütlich unterwegs bin, wie fast immer, genehmige ich mir jetzt hier ein kleines Päuschen. Ich habe gerade diese Bank hier entdeckt. Schaut irgendwie einladend aus, obwohl so einladend schaut es auch wieder nicht aus, weil es ja ungepflegt ist. Aber der Ausblick hier wunderschön. Ah. Hallo. Hallo. Übrigens habe ich dann heute Morgen noch eine neue Kette montiert, da ich gestern, wie ich mit anderen unterwegs war, gemerkt habe, dass die völlig durch war. Ich habe mich noch gewundert, warum die so komisch rattert und rasselt. Und dann haben wir gesehen, dass die völlig durch ist. Aber ich war der Meinung, dass die noch gar nicht so alt ist. Ich bin ja meistens das Canyon gefahren. Und das DeRosa, das war ja eigentlich nur rumgestanden. Aber irgendwie, vielleicht durchs Stehen hat sie sich gelenkt, keine Ahnung. Oh, das war eine Arbeit. Da habe ich diese zwei Schalträuchen und Leiträuchen habe ich dann auch noch demontiert und sauber gemacht. Das war ja, also, da war ja ein Schamott drin, also stehender Dreck. Naja, und dann ist mir noch ein Kettenlied abgebrochen. Das war dann noch das Highlight. Zum Glück hatte ich noch ein zweites übrig. Und bis ich dann endlich fertig war, war es dann, glaube ich, weiß nicht, 1:30. Und dann kam ich endlich raus. Ich wollte eigentlich viel eher raus, aber naja. Wenn man das nicht so oft macht, nur alle 2 Jahre oder so, dann ja, hat man halt nicht so die Übung und dann dauert es halt ein bisschen. Ne? Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Endlich hoch zur Burg, zum Schloss und dann über die Hochstraße zurück. Da ist nichts mit Rückenwind. Das ist irgendwie so Südostwind. Also bläst mir mehr ins Gesicht, als dass er mir irgendwie hilft und mich nach Hause treibt. Zwei Rennradfahrer im Straßengraben, eine Frau, die hat sich den Kopf gehalten und ein Mann. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ein Auto war anscheinend nicht dabei. Hoffentlich geht es glimpflich aus, aber die waren ansprechbar. So, bei der Gelegenheit verabschiede ich mich schon mal. Ich bin hier kurz vor Oberasbach. Und von dort ist es nicht mehr weit Richtung Fürth. Das war die Runde zur Burg oder Schloss Völsberg. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden, beziehungsweise ich habe auch nicht geguckt. Ich hoffe, es hat soweit gefallen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Nutzt meine Affiliate-Links, könnt ihr mich ein bisschen unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Was? Ich bin heute nämlich überhaupt nicht irgendwie in Form oder ja. Was bin ich überhaupt?